32 Angler, 16 Boote, Richtig geil, Alter. 9 Nationen, 3 Zielfische, 2 Zonen Oh, das ist so böse, ey. und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot, und der Anglerschmiede, dein Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe YouTube Predator Cup Zuschauer und herzlich willkommen zur 8. Folge des YPC Boat 2023 und damit zur Fortsetzung des ersten Angeltages in Gruppe D. Bevor die Action weitergeht, gehen wir kurz zur Tabelle und den Locations der 4 Teams. YPC Boat Neuling Hybrida konnte mit 3 großen Barschen und einem Meterhecht einen Traumstart hinlegen und hat schon jetzt eine super Ausgangslage für das Erreichen des Halbfinales. Sie sind Erster. Doch auch das zweite Debütantenteam wusste zu überzeugen. Team Stroft konnte einige Barsche landen, darunter auch einen 50er, wodurch Sebastian und Sascha momentan auf Platz 2 liegen. Für die YPC-Veteranenteams um die Niederländer Simon Torenbeek und Ewart Oosdam lief es ein klein wenig schleppender, doch auch Abu Garcia und CWC konnten bereits 2 Fische in die Wertung einbringen. Während diese beiden Teams wie auch Hybrida das Haringfliet beangeln, befindet sich Stroft auf dem Volkerak und auch an ihrem zweiten Spot des Tages sind die Barsche aktiv. Ja. Ach, ab. Ah! Komm weiter. Fisch, Okay. aber kein großer. Junge, der ist wirklich nicht groß. Der ist durchs Keschernetz wieder abgehauen, so groß war er. Fisch. Guter? Das könnte ein Upgrade werden, weiß aber nicht. Kommt auf uns zu. Nee. Puh, danke. So, wieder ein Fisch auf den Krebs. Auch die kleinen Fische nehmen sich die ein bisschen größeren Köder tatsächlich komplett weg. Und der ist tatsächlich auch ganz gut. 27. 27? Ja. Kleine Verbesserung für Stroft und auch bei Abu gibt es immer wieder Fischkontakt auf Freddy's Carolina Rig. Ah, vorsichtiger Biss, jetzt schon wieder einen Biss gehabt gerade. Der hing auch kurz, der Fisch, war ein dicker Barsch. Schön zwischen den Muschelbänken hat er gestanden. Ich fische gerade das Serek die Kante hoch. Also ich werfe ins tiefe Wasser rein und angel jetzt ins Flache. Und ich finde auch für Serek ist es ganz wichtig, dass man immer die Kante hochfischt, auf gar keinen Fall runterangeln. Das funktioniert überhaupt nicht gut. Und das ist auch eine Technik, die total unterschätzt ist im Sommer. Ne? Also man kennt das aus dem Winter, die Serek-Angelei, aber die funktioniert genauso gut im Sommer, wenn die Fische am Grund stehen. Und gerade hier so bei den Muschelbänken, wo die großen Barsche abhängen, ist das natürlich ein geiles Ding. Ne? Simon angelt jetzt ein bisschen schneller, weil wir brauchen ja auch die Hechte. Und ich gucke, dass ich hier 1 oder 2 richtig gute Barsche rauskitze aus den Muscheln. Das ist das Game jetzt hier. Nicht zu gut, aber ist gut. Dürfte Upgrade sein. Ich komme hin. Oh ja. Yes! Gut gemacht. Okay, hat sich schon abgehakt. 33. Ja. Der Racoup am FC2 Fluorocarbon in der Stärke 60 hat diesen schönen Barsch gebracht und ihr seht, die Barsche stört auch ein 60er Fluorocarbon gar nicht. Oh, I don't know. It was something. Jesus Christ. Keine Ahnung, Alter. Ne, Kraut. Hier kannst du wirklich nichts sagen, ne, in dem Kraut. Fisch. Kleiner Barschle. Ganz kleiner Barsch auf so einem Crank. Hat er jetzt Erfahrung gesammelt fürs Leben. So, komm, kleiner Mann.
Plumps. Weitermachen. Schick mir Mutti. Ja. Wer den kleinen Fisch nicht ehrt, ist den großen dann manchmal auch nicht wert. Wachs noch ein bisschen, mein Kleiner. Fisch. Okay. Guter Fisch. Okay. Hecht. Ja. Er ist leider zu klein. 45 braucht er, 37 hat er. Der darf wieder schwimmen. Während sich ein potenziell guter Barsch bei Strofft als untermaßiger Hecht entpuppt, hat Hybrida Probleme mit der Technik. Mach mal Fernbedienung an und aus, Motor an und aus. Was steht noch auf der Fernbedienung? Motor nicht gefunden. Ja, das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist ein neues Motor. Hier ist eine Fehlermeldung. No way, Mann. Hey, wir nehmen dem jetzt von Strom ab. Was sagt er? Nicht. Doch. Nein. Was ist da los? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir haben technische Probleme. Der Ulterra will nicht so, wie wir wollen. Jetzt versuchen wir, den zu resetten und hoffen, dass das klappt. Ja, kostet natürlich richtig Nerven und natürlich auch Angelzeit. Na gut, mechanisch, er bewegt sich zumindest. Motorfehler zeigen mir. Motorfehler. Oh nein. Hybrida kämpft mit dem E-Motor, CVC mit der Strategie. Evert möchte den Spot verlassen, Truman noch eine andere Technik ausprobieren. I'm gonna change my leader, and if that's done, we go. You said 10, my friend. Yeah, but the fish is not here, or it's not active. We're wasting too much time. We fished 2 hours for 2 small fish. Yeah, I know. Before we change spot, we need to go down a little bit and try to see if they still are here or they are pick or so, because we have some really good bite on chatterbait deep, but we lost them and they just nabbed the bait. I'm gonna use a piglet with a 10-gram tungsten BFD jig head and just see if we can catch something here before we leave to next spot. 1, 2, 3. Perfekt. Er hat wieder 0 Punkte. Yes! Yes, yes, yes. Wer ist der Mann? Techniker. Sauber. Läuft. Erst rein. Mann. Ja, komm. Ey, Uns Zeit so, jetzt Viertelstunde oder 20 Minuten knapp verloren. Martin, wir fahren auf anderes Spot. Ja. Fisch. Guter? Ja. Ah, vielleicht doch nicht. Das ist ein Hecht. Der darf in der Zwischenzeit erstmal wieder rein. Kommt auf der anderen Seite. Ja, ist ein Hecht. Ja. Fisch. Oh, der ist nicht zu groß. Nicht schlimm. Wieder ein Hecht. Und wieder zu klein. Gibt's doch gar nicht. Ich habe noch nie so viel kleine Hechte gefangen. Ist, glaube ich, ab. Ist ab. Okay. Kontakt. Fisch. Yes, baby. Der ist groß genug. Nee. Leider. Ah, das gibt's nicht. Ach ja. Vielleicht haben die heute Schule und die müssen. Und wir sind genau auf dem Schulhof gelandet oder so, aber irgendwie scheinen sie alle ein bisschen klein zu sein heute. Schon in Gruppe B gab es bei Team Humminbird das Phänomen etlicher untermaßiger Hechte. Jetzt wiederholt sich das ungewöhnliche Schauspiel bei Strofft. Truman gibt seinen Spot unterdessen auf. Es geht zu Hybrida an die Mündung der Spui. I think we go, Evert. You sure? Yeah. They are not here, that's for sure. Wer kommt da? Evert. Evert. Hopefully the fish is still here. We need There that. must be. He took it. You did? Yeah. Here, look, look. It will come under the boat.
Here, the buoy is gone now. You see? Yeah. He went straight over. There it was. What a moron. Während Ewart und Stefan ungläubig den Kamikaze-Fahrstil des Containerschiffkapitäns beobachten, ist beim Tabellenführer ganz in der Nähe erneut die Rute krumm. Barsch. Nein. Was? Barsch. Ja, ja. Ich habe verstanden, ist ab. Nein, nein, nein. Okay, komm. Der ist nicht groß. Ist egal. Oh, doch, der hat seine 30. Yes. Auf jeden Fall Wertungsfisch. Yes. Haben wir 4 Barsche? Mann, haben wir 4 Barsche. Habe ich dir gesagt. Kleiner, aber feiner. Sehr schön. Was hat er? 35 Punkte wird er haben. 36 sogar. 36, ja. Mein Lieber, tschüssi. Jawohl. Super. Nice. Haben wir 4 Barsche und einen wunderschönen Hecht. Was kann man sich mehr wünschen im ersten Tag? Nee, gut. Die Barsche muss man natürlich jetzt probieren, noch ein bisschen so abzugraden. Ja. Bei 36 ist halt zwar sehr schöne Barsch, aber das reicht hier nicht. Die anderen liefern halt auch Fuffis und 46er und 47er und keine Ahnung was. Der alte Krieger hat es wieder gerichtet. So, wie ihr schon gemerkt habt, ich fische die ganze Zeit mit dem Barschbaron Jig Spinner. Viele haben früher gedacht, das ist ja reine so Hochsommerköder. Das stimmt nicht, man kann damit ganzes Jahr fischen. Wir fischen auch im Winter, tiefste Winter, Januar, Februar. Das liefert genauso wie im Hochsommer. Ich habe mich jetzt auf so die kleine Variante entschieden, 10 Gramm. Heute ist hier sehr leichte Strömung. Ich werfe auf die steile Kante, die Strömung verläuft in der Richtung. Und kann ich das leichte Ausbremsen durch die Strömung nutzen und die Köder sehr langsam über dem Grund zu präsentieren. Ganz einfache Methode. Eigentlich muss man nichts tricksen, nichts machen, einkurbeln, absinken lassen und irgendwann macht Punk. Wir hatten den Spot relativ gut ausgefischt und das mitgenommen, was ging. Leider waren nicht noch mehr von den größeren Barschen zumindest bereit, bei uns drauf zu knallen. Deswegen sind wir jetzt zu einem Unterwasserplateau gefahren, was in der Mitte so ungefähr 6 Meter hat, rundherum sind es 8. Wir haben in den letzten Tagen immer mal viel Fisch gesehen, nicht so viele Fische gefangen, aber gesehen. Und wir hoffen jetzt, dass sie heute ein bisschen beißwilliger sind als die letzten Tage. Fish. Oh, what a bite. What a bite. Good fish? Nah, it's similar size, I think, but what a bite, Jesus. Good job, my friend. Same direction, same bait, same technique. Yeah. I think I'm not gonna switch anyway. Yeah. It's a bit bigger, feels like it. But they can really fool you because they're so fat over here. Strong at the moment. There we go, that's a bigger one. Yes! Woo! That's a 40. Yeah, big 40. This is what we need. Yes! And look at that, there's your Ned rig. Well positioned in the nose of this fish. Okay, let's see the length. Yeah, 45. Ja, 45. So geil. Oh. Das Bock ist schon wieder so ein geiles Angeln. Angeln ist so geil. Kein Training, tough Barsch auf dem Spot hier, geil. Super we were just about to move a little bit on the spot and I said, make one more cast. Ja. Boom! Yes. Traumfisch für Abu Garcia. Doch warum zeigen wir euch den Fisch nur aus Simons Brustgurt-Perspektive? Leider müssen wir an dieser Stelle sagen, dass erstmalig in der YPC-Geschichte Videomaterial verloren gegangen ist und nach der GoPro-Aufnahme von diesem Tag kaum noch Originalaufnahmen vom Abu Garcia-Boot existieren. Uns bleibt nichts anderes übrig, als das offen zu kommunizieren und das Beste daraus zu machen. Für den Fall, dass Abu Garcia in dieser Sendung weitere Fische fängt, melden wir euch diese natürlich trotzdem zum Originalzeitpunkt, liefern euch so gut es geht die Infos zum Fänger, zum Spot, zur Technik und zum Köder und hinterlegen diese Erzählungen mit passenden Aufnahmen aus dem letzten Jahr. Nun aber erstmal zur Tabelle.
Mit nun 4 guten Barschen und einem Hecht kann Hybrida den Vorsprung weiter ausbauen. Abu Garcia pirscht sich mit dem 3. guten Barsch an Strofft heran und ist bereits auf Schlagdistanz. Der Tabellenführer gratuliert. Schön. Simon, 47 hast du gesagt? 45. Toller Das Fisch. sind schon geile Barsche. Super, Ja. gut gemacht, Mann. Auch Sebastian, der Fuffi. Oh, Mann. Bombe. Bombe, Bombe. Unser allererster Adventskalender. Einige exklusive Produkte, Warenwert von ungefähr 160 €. Die Türchen allerdings viel Luft nach oben. Hier gab es dann keine einzelnen Gummis mehr, ein Warenwert von immerhin 170 € und das war auch die Geburtsstunde der goldenen Tickets. Der hier war schon deutlich besser. Erstmalig 24 exklusive Produkte, ein Warenwert von über 180 €. Den Kalender habt ihr schon richtig gefeiert. Mehr Hardbaits und ein Warenwert von sage und schreibe 200 €. Euer Feedback zu diesem Kalender hat uns richtig glücklich gemacht. Und jetzt kommt 2023. So viele Marken, so viele Köder, so viele Hardbaits, so viel Warenwert wie noch nie. Und seit 2019 keine einzige Preiserhöhung. Wir haben Jahr für Jahr dazugelernt, deswegen wird dieser Adventskalender unfassbar geil. Kleiner Tipp von mir: Je früher ihr vorbestellt, desto größer die Chance, ein goldenes Ticket zu gewinnen. Also fix ran an die Tasten. Den Link zum Kalender findet ihr unten in der Videobeschreibung. Exklusive Sonderfarben, brandheiße Neuheiten, teilweise schon vor der Markteinführung, erprobte Klassiker, passendes Zubehör, wertvolle Expertentipps, Anwendungsempfehlungen per Flyer und Video, eine Chance auf den Monatsjackpot, nützliche Goodies und einen riesigen Preisvorteil. All das gibt es per Lure-Drop-Abo monatlich zu dir nach Hause geliefert. Check www.luredrop.de und werde auch du ein glücklicher Lure-Dropper. Lure-Drop. Christmas every month. Jetzt auch in Österreich verfügbar. I think the current is much stronger compared to yesterday. Oh, fish! That's... But it's not a super one, but it's a fish. Good strike. Yeah. It's not a good one, he says. They are here. They are here. Bra job. Yeah, but that's over 40. It's even longer. It's 46. Okay, bye, 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 bye. And of course, the new Pig Hula chatterbait. Fishing really slow near the bottom. They are still here hunting. It's a really good place. You are so deep around it, lots of current. And here it's a flat with some weeds. And they're swimming around here, but they're going fast back and forth. So yeah, we keep on hammering, my friend. Come on. Nach längerer Durststrecke endlich der erhoffte Großbarsch für Catch with Care. Die Ecke scheint gerade gut zu laufen, denn kurz danach ist auch bei Hybrida schon wieder Action an Bord. Fisch. Jawohl, Barsch. bin schon dabei. Guter? Ja, so mit 30er würde ich sagen. Und der Barschbaron auch wieder, ne? Jawohl, das läuft einfach. Nein, ausgestiegen. Ausgestiegen. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Egal, weitermachen. Die sind da. Ah, ärgerlich. Weitermachen. Ärgerlich.
Der Barsch steigt aus, doch der positiven Stimmung auf dem Hybrider Finnwall-Boot tut das keinen Abbruch. Warum auch? Der nächste. Jawohl. Was habe ich gerade Oh, der ist böse, der ist richtig böse. Der jetzt ist da richtig unten. böse. Der ist richtig Das böse. Abmuscheln bringt Glück. Hab hier die ein bisschen leichtere Route jetzt genommen, ein bisschen weichere Route von Bullseye. Ja, die Searchen ist schon geil. Ja. Doch, das ist eine schöne Route. Aber komm, jetzt erstmal Concentration hier. Richtig schüttelt. Oh ja, oh ja, oh ja. Da ist er. Wir haben schon gesehen. Moment, bis nach oben. Jawohl. Das ist eine Und den Verbesserung. Nummer 5. Yes. Digga. Und der ist deutlich Der ist über deutlich, 40. der ist deutlich über 40. Ein wundervoller Fisch, guck mal da. Der Barschbaron. Makelloser Fisch. Ja, nice one. Ah, was für schöne Farben. Yes. Alter, Mann. Ich schätze ihm so auf wieder 43, 44. Wunderschön. Ja, hier in dem Fluss, die haben Power. Also die stehen hier wirklich, die verkaufen sich unglaublich stark. Diesmal 10 Gramm Pumpkin Chartreuse. Aber das weißt ihr schon. 44. 44, Ast rein. Und der nächste darf wieder nach Hause gehen. Bye. Leute, was soll ich sagen? Ich bin zufrieden. Mega, also super. Selten ist das so, dass im Tournament wirklich alles läuft nach Plan. Eigentlich läuft nicht nach Plan, wie habt ihr schon gesehen. Motor, Routenbruch, Schnurrbruch. Aber zumindest die Fische sind an unserer Seite. Super, ich mach's weiter. Bei Ewart ist ein bisschen Action an Bord, wie wir sehen, die keschern gerade eben. Gregor ist überglücklich, da stört es ihn auch nicht, dass in Sichtweite bei der Konkurrenz scheinbar ebenfalls der Knoten geplatzt ist. That's a decent one also. Oi. Ay. Good job, my friend. Good job. Oh, another biggie. Yeah. Another 40. You changed the chatterbait? Is it chatterbait? Yeah, of course. Of course. Pichula. Cuckoo. It's 45, 44 and a half. So that means 45. Wie schon in Gruppe B ähnelt das Fischen in Zone West einer Barschmeisterschaft, was im Grunde nur für die Angler spricht, denn alle Teams angeln ja hauptsächlich gezielt auf Barsch. Nachdem CWC in kürzester Zeit 2 mit 40er Barsche in die Wertung bringen konnte, kann Simon, der weiterhin mit der Pulse Realistic Hollow Craw in 10 cm am bleifreien 10 Gramm Berkeley Net Jig fischt, einen 46er Barsch nachlegen. Das sorgt für reichlich Bewegung in der Tabelle. Mit 4 40-Plus-Barschen und einem Meterhecht hat Hybrida nach wie vor ein Traumergebnis und weiterhin die Tabellenführung inne. Doch dahinter bewegt sich einiges und die Teams liegen nun wieder sehr dicht beieinander. Durch die letzten Fänge wird Stroft, das keine wirklich großen Barsche mehr nachlegen konnte, auf Platz 4 durchgereicht. Abu Garcia liegt jetzt mit 4 guten Barschen auf 2, CWC mit 3 schönen Barschen und einem kleinen Hecht auf 3. Jo, der Ewart hat das 46er Barsch jetzt bekommen. Der rückt uns natürlich gefährlich an die Pelle jetzt hier. Ja, toll gemacht, schöner Fisch, 46 Punkte, also 46 cm, die bringen ordentlich Punkte. Wir müssen das besser machen jetzt noch. Ja, wir brauchen noch einen 40er Barsch. Jupp. 40 plus einen noch. Bin wieder am Schmieren. Denn ein weiser Mann hat mal gesagt, wer schmiert, rasiert. Magic Slim Shad. Ich hoffe, es rappelt gleich. So. Ne, Boot trägt gleich ein. Dann machen wir den. Oh, lots of perch after also. But this is not so big. I had 2 more after. But look at the colors. Look at the colors. For 35. Yeah. Okay, we are on a
quite shallow flat with some weeds, and we're fishing with chatterbaits, pig hula, with some weight on, tungsten weight. So we fish very close to the bottom. Seems like the fish is cruising around here, quite shallow, hunting. So if you do the right cast, you're gonna have a bite. So watch us. I'm here. Come on. Just beside you, buddy. This is a good one. This is a good one. It's a 50. No, but it's 50 coming up. this. Oof! Hey, we lost. No, I have it. Oh. Yeah. It puked out like. Yeah, I was thinking it was the lure. Oi, 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 oi. It's 45 maybe. No, no, it's bigger. It was so strong. This you know, is the take. Boom! Hey, one more to go, and then we have four 40s. Yeah. Especially on the competition. When you have so nice. Stefan, when you have the time, Yeah. we do some measuring. 47. 47. Bye. Nice! Still shaking, my friend. That's crazy. You look like a rookie angler. Yeah, but it's nice to have that. Yeah, but we need one more. We're gonna take one more. Der 35er Barsch fliegt sofort wieder aus der Wertung, wird durch einen 47er ersetzt und plötzlich hat Catch with Care, die nicht sehr erfolgreich in den Tag gestartet waren, ein brutal gutes Barschergebnis. Sie liegen mit nur 25 Punkten Rückstand auf Hybrida nun auf Platz 2. Der Tabellenführer lässt sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen, hält weiter am Plan fest und der lautet nach wie vor Barschangeln. Sei mal ehrlich, hier haben wir im Training keine Zettis bekommen. Nee. Deswegen Das ist schwierig. machen wir das, was haben wir gelernt. Yep. Never change the running system. Yes. Ein paar Minuten haben wir investiert. Ist nicht tragisch. Jetzt kann man weitermachen. Platzwechsel bei 3 von 4 Teams. Abo fährt in Richtung Spui-Mündung. Hybrida fährt von dort aus Richtung Osten an die Nordseite der Insel, um verschiedene Spots abzuklappern. Stroft fährt weit Richtung Westen und gibt dort erstmal ein paar Infos über verschiedene Schnurtypen zum Besten. Also die Basis der Schnur ist gleich, aber durch die Färbung kriegt sie andere Eigenschaften. Die graue, die Sebastian fischt, die ist, kann man ungefähr so ähnlich wie mit Seide vergleichen. Die ist super, super weich, aber hält natürlich alles, was sie versprechen soll und auch mehr. Kannst du ganz, ganz weich nochmal sagen? Ganz, ganz weich und ganz, ganz seidig. Die ist so seidig. Da kannst du drauf schlafen. Kannst du da. Ganz ehrlich, ich würde mir gerne da drauf auf der Rolle. Ich würde mir gerne ein Kissen draus stecken. So weich ist die. Ja, die Basis der beiden Schnüre ist die Stroft GTP-S. S steht in dem Fall für Soft, geht dadurch extrem leise durch die Ringe. Also gerade wenn man viel faulenzt und die Schnur quasi immer durch die Ringe kurbelt, ist diese super angenehm zu fischen. Durch die Färbung hat die grüne aber noch eine besondere Eigenschaft und dadurch wird sie eben ein bisschen abriebsfester, ein bisschen steifer als die graue. Und so kann man, wenn man eine ein bisschen robustere Schnur beim Jiggen oder beim Faulenzen möchte, die in grün nehmen. Ich zum Beispiel nutze für viele Finesse-Techniken, wo ich nur ganz langsam den Köder einhole, die GTP-S in grau. Und so kann jeder die Schnur wählen für sein Einsatzgebiet. Hey Simon, I found some fish here in the pelagic area. I think we should do this power hour right here, right now. Yeah. Try if we can catch one of them. Not the most easy spot here normally in High Fleet, but yeah, let's try it. Yeah, we see some fish around. Yeah. They are not small. Most of them are like 70 plus, so let's try. That's what we need. Quite nice drop actually. Während Abo mit 4 guten Barschen im Gepäck nun eine Stunde lang an einer neuen Stelle versuchen wird, pelagisch einen großen Hecht oder einen großen Zander zu fangen, versucht CBC weiterhin, den 37er Barsch durch einen Ü40er zu ersetzen. Yep, good. Take it easy. Take it easy. Oh, big perch. Yeah.
Oi, 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 that's a super big. It's a 40. Oh, this is a strong fish. It's a strong fish. Good job, Cranky X. Yes, we have ourselves a winner! And off. Yeah. Oh, look, oh, this is a... Yeah, that's a 45. Yeah, at least. Oh, we are on fire. Team Catch with Care. Yeah, that's a nice fish, my friend. Look at this beauty. They're like eating machines. And we have ourselves 44.5. This is the fourth 40. The other three we caught on the Pick Hula chatterbaits. And I was thinking, maybe casting into the little bit deeper with the Strike Pro Cranky X. And boom, there she came, 45, full house. And now for us, it's pike time. Team Catch with Care is on fire. Geil, geil. Ewart, ey. Gefährlich. Ey, lass mal. Jetzt ist gut. Jetzt reicht's. Das ist schon Also, verdammt gute Fische, die da heute rausgekommen sind. Ja, da muss er mal nachbessern, Martin. Ja. Ja, da kommt der Ewart aus Schweden direkt, ohne Training sozusagen und rasiert. Hut ab, Altmeister. Hut ab. Dann machen wir Martin noch ein paar Würfe. Und würde ich sagen, gehen wir dem zweiten Hecht irgendwie anvisieren. Ja, vielleicht noch mal unseren ersten Spot noch mal abchecken. Wenigstens ein paar Minuten. Oh. Ja, das fahren wir vorbei. Ja. Genau. Das gehört zur Taktik. Und dann gehen wir die Spots weiter wie gehabt. Nach Abu Garcia scheint nun also auch Hybrida den Zielfisch zu wechseln. Bei CBC ist man sich noch nicht hundertprozentig einig über das weitere Vorgehen. Truman hat offensichtlich Gefallen am Großbarschangeln gefunden. Suppose we catch a 50 now. That's only 5 centimeters upgrade. If we go out and catch a pike, then it's like of course 90 centimeters upgrade instead of 5. So you burn like centimeters. Yeah. And we make that mistake last year. We have to go. We have to go for the pike and the 2 zenders. Then the cart is full, and then we can go back. I think he has a plan. Fisch. Lass mal rein, ja. Yes, Zapala. 25. Also kein Update. Upgrade. Ewart 47er Barsch, Ewart 46er Barsch, Ja, Martin 44er Barsch, Ewart 45er Barsch. Ui. Leider hilfst du mir nicht weiter, aber schön ist er. Auch leider zu klein, aber da stehen bestimmt noch größere. Perch? Ja. Fühlt sich erstmal nicht nach einem 40er an, aber ja, doch könnte einer sein. Lass sich Zeit. Ja, bockt gut rum, auf jeden Fall. Wieder der Barschbaron wie eben. Okay, Gregor. Boah, steht gut. Oh. Mann, ich hoffe wirklich, dass es Zetti ist. Nee, das ist Barsch. Dann ist er guter. Das könnte so eine... Nee, ist ein Zetti. Nee, ist Barsch. Alter, ein fetter 50er Barsch. Hier, Gregor. Ist 50er. Alter. Ja, 50 vielleicht nicht. Doch, ist 50er. Habe ich ihn volle Länge gesehen. Hängt schön außen, ey.
runter. Ist angekeschert, Mann. Jesus! Leute, ich bin fertig. Mann, das ist eine Kirsche von feinstem. Nee, der ist aber richtig fest. 46. 46, aber Riesenkirsche. Ja. Deswegen, ja, 46. 46. Noch 2 Würfe. Die machen wir. Das kann man nicht, jetzt nicht aufgeben. Yes! Was eine wundervolle Murmel, die weg möchte. Und tschüss. Goodbye. Bam. Von der Taktik her müssen wir leider gleich unsere Barschspots verlassen. Solange uns das weh tut, muss man sagen, ich hätte da am liebsten die ganze Zeit die Barsche gefischt. Aber nee, jetzt müssen wir einfach aufhören. Hier da noch ein Wurf nach dem. Ja. Und dann ist Schluss. Ja. Hybrida nimmt sich erneut vor, auf Hecht zu wechseln, was aufgrund der bisherigen Barschausbeute rechnerisch total Sinn macht. Trotzdem kann man die Jungs natürlich sehr gut verstehen, dass es schwerfällt, diese tolle Barschangelei für heute aufzugeben. Ewert scheint sich auf dem CWC-Boot durchgesetzt zu haben, denn auch er und Truman wollen es an der neuen Stelle nördlich der Insel endlich auf einen neuen Zielfisch probieren. Okay, new spot. This is a short stop before the pike spot. It also contains sanders. So what we will do is I will keep on casting with the Strike Pro Astro 5 to see if we can snatch some sanders as well. And Stefan, our pike king, will go in for the pikes from now on. Ready to go. This is a killer. So many big pikes on the Muras. So our game plan for the entire afternoon is go for pike and hopefully some big ones. Bei Abo gibt's die Rolle rückwärts. Kein Biss in der Power Hour. Freddy und Simon erzählen uns, was das zur Folge hat. Not so easy. We tried our best. We presented our lure to quite many fish, and as it is usually with this style of fishing, not all of them bite. Yeah, if you just have 1 hour, you cannot really run into a biting period. You just have to hope that they take the lure, and they didn't. So yeah, we continue with deep fishing, I think. Let's go. Try for one more perch. Yeah, try for one more perch. Der Gregor und ich haben die Barsche jetzt verlassen und jetzt versuchen wir, den Pikes auf die Pelle zu rücken. Jetzt kram ich ein bisschen in meiner Box und suche so ein paar Spinnerbaits und so. Ich bleibe bei Hardbaits. Weil du hart bist. Weil ich hart bin. Hart muss man sein, genau. Ich fische ein bisschen mit Wobbler jetzt, mit kleinen Jerks. Haben wir so eine schöne Kante hier, ziemlich lange Kante, knapp 2 Kilometer Länge. Kann man schön befischen. Fisch. Hast du? Ja. Habe ich. Wenn ihr euch fragt, warum wir weiterhin auf Barsch fischen, weil wir die Barsche noch ein bisschen größer haben wollen. Wenn man sieht, was die anderen so fangen, dann werden unsere Barsche nicht ausreichen. Und wir haben immer noch die Hoffnung darauf, dass irgendwo dabei ein Hecht steht, der auch noch zupackt. Der war ganz klein. Weiter geht's. Fisch. Besser? Ne, ab. Verdammt, ich noch eins. Nicht wirklich besser. Boah. Kommt. Ja. Junge, da stehen 3000 Barsche unten, ne? Unglaublich. Oh, Alter. Oh. Jetzt. Fisch. Besser? Ne. Sollen wir wetten, wie viel Zentimeter? Alter, die können doch nicht alle nur 25 sein. Unglaublich. Es hätte so schön sein können. Kein Problem. Fische fangen macht immer Spaß, auch wenn sie nur 25 haben. Bei Stroft kommt ein Barsch nach dem anderen in den Kescher. Doch weil die Größen hier leider überhaupt keine Upgrades mehr bringen, entscheiden sich Sebastian und Sascha für einen Zielfischwechsel. Wir gucken mal, ob ein paar Hechte
hier beistehen mit dem Crankbait jetzt. Folgendes Setup, eine relativ zügige Rolle mit einer 8er Übersetzung. Wir führen die im Sommer immer relativ schnell. Eine halbparabolische Route, dass man die ganzen Vibrationen von dem Crankbait gut abfangen kann. Ich fische super gerne Fluorocarbon als Hauptschnur. In dem Fall jetzt von Stroff das FC2. Hat den Vorteil, ich habe ein bisschen Dehnung in der Schnur und eine hohe Abriebsfestigkeit. Wenn die Schnur über Muscheln oder über Steine drüber geht, reißt sie nicht sofort durch. Und ein weiterer Vorteil an der Schnur, am Fluorocarbon, ist eben, dass es sinkt und ich dadurch meinen Crank auch tiefer präsentieren kann. Und so kann ich auch mit meiner Schnurstärke ein bisschen spielen. Umso dünner die Schnur, desto tiefer wird der Crank laufen. Ich versuche es einfach mal mit einem, der so 4 Meter tief läuft. Wir haben hier einen Spot, der ist so 3,50 Meter, 4 Meter, läuft also genau über dem Boden. Mal gucken, was die Hechte dazu sagen. Die wollen nur wissen, wo wir fischen. If we don't catch any pike, maybe in the last hour we go back on that hole and I fish with Pig Shad Nano at the bottom. Because it's more pike there, I think. Don't you think? Yeah, you're gonna stop pike fishing and try to catch 2 zenders. Yeah, but you said yourself it's better sander fishing in the other. Yeah, that's true. That's We're true. gonna have a whole day there. So I'm not worried for that one. We shouldn't. No, and we don't have to fish on perch. No. So that's covered as well. Yeah. Ja, ich vermute, dass nahezu alle die Barsche haben und dass die Masse der Jungs jetzt versucht, den Hecht zu kriegen hier, ne? Oder Zander eben, aber es ist hart. Eigentlich, das Wetter passt perfekt. Also Ja. zum Hechtangeln kannst du keine bessere haben. Das Wetter ist nice, ja, aber die Nur Beißlaune. Die Hechte müssen auch davon was wissen. Ne? Ja. Naja, aber gut. Unsere Hechte im Training hatten wir auch teilweise spät Nachmittag, ne? Richtig. Von daher, es kann alles passieren. Es kann alles passieren. Die Tatsache, dass 3 der 4 Teams nun gezielt auf Hecht fischen, hat die Fangfrequenz der Gruppe sichtlich abnehmen lassen. Das merkt auch Team Stroff. Aber ist auch ruhig in der Gruppe, wa? Passiert nicht so viel. Willst du schleppen oder was? Von wollen kann keine Rede sein, aber ich bin wie Batman, weißt du? Ich mach das, was Gotham City braucht. Bis zur Tonne Fisch, dann kein Schleppen. Bis zur Tonne kein Fisch, dann Schleppen. Einverstanden. Oh, fuck! You had a good bite? Oh, bang! Oh, man. Oi, 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 oi. In the big... Oh. Oh. Why? It's fishing. Now, the problem is if you don't have any strikes in like 1 or 2 hours, then you lose in your concentration. Yeah. And when the strike comes, then you're too late. Yeah, it is what it is. Okie And dokie. it was so hard, and it was like a huge sender. Diesmal liegt nicht an uns, sondern an den Fischen. Die wollen jetzt nicht mitspielen, oder? Oder machen wir was falsch? Ja. Nein. Nein, ja, ich dachte schon. Nein, Ich habe das gerade ist- hingeguckt und dann... Staubwolke aus dem Kraut. Junge, 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 mein Herz. Ach Leute, was würdet ihr denn jetzt werfen? Das würde mich interessieren. Was würdet ihr jetzt machen? Was würdet ihr von Hybrid-Assortiment jetzt ins Wasser schmeißen? Das ist die Frage. Da braucht der Chef sogar eurem Rat.
Krasse Neuigkeiten für alle YPC-Zuschauer. Mit dem Gutscheincode YPCBOAT gibt es ab sofort ein von mir ausgewähltes, richtig geiles Köderpaket im Gesamtwert von über 80 € für all diejenigen unter euch, die einen Zielfisch-Expertenkurs auf anglerschmiede.de kaufen. Du lernst von bekannten Angelexperten, was du über deinen Zielfisch wissen musst und wann du ihn wie fängst. Der Kurs kostet 79 € und ist durch das Köderpaket quasi geschenkt. Und an alle von euch, die noch keinen Angelschein haben, der Code funktioniert auch bei unseren Vorbereitungskursen für die Fischereischeinprüfung. Jetzt buchen und absahnen. Ja, also wegen mir fangen wir jetzt an. Mit was? Ja, mit Trawlen oder Schleppen oder wie du es auch immer nennen willst. Geht's dir gut dabei? Ich sag dir, wie das ist. Ich habe einen innerlichen, mentalen Zusammenbruch dabei. Okay, aber wir müssen es nicht machen. Ja, Fakt ist aber, dass wir genauso wie im Training 2 Stunden werfen, einen Fisch. Und beim Schleppen 5 Minuten kam der erste Kontakt. Ja. Also du hast das letzte Wort, das ist dein Boot. Ach, das hat doch nichts mit dem Boot zu tun, Mann. Du willst nur die Verantwortung abgeben. Okay, dann pack die Schlepprute aus, Junge. Wir schleppen uns jetzt hier ein. Ich glaub's nicht. If we let go our plan to go for a full cart, then we can fish for 2 hours on the point for pike to invest in, because I think we will take them Thursday, the senders. Yeah, of course, but And if we can also do is go now straight away to the hole and fish the deeps for senders, and maybe pike as well, because I caught this morning a pike and yesterday evening a pike. 2 pikes, but they were not big. No, but at least we fill the cart then. Because if we're gonna fish the point, you're never gonna fill the cart. Maybe a good pike. Yeah, but that's better to have a good pike and fill the cart, because the cart we're gonna fill tomorrow. Yeah, but because that was our additional game plan, to fill the cart today. Yeah, but we have tried for the sender here, and it doesn't No, work. but I mean fish for sender in the deep hole, where we started this morning. I need 2 pikes, because otherwise we're gonna end up like last year. Okay, then we forget the hole and just fish the 2 hours on the point. We can fish 1 hour in the court. It depends what happened. Maybe we catch a fish quite fast, and then you understand? Yeah. Are you sure? Yeah. Are you sure you understand? Yeah, I'm with you all the way. Okay, wie ihr seht, die Verzweiflung ist wirklich groß. Also wir haben die Schleppruten rausgeholt. Uns tun die Arme ein bisschen weh. Und ja, vielleicht nutzen wir sie nicht ganz, aber wir haben jetzt mal die Power Hour gestartet und versuchen mal auf diesem Wege einen schönen Hecht zu fangen. So, weil wir es ganz entspannt angehen, schleppen wir nicht mit dem lauten Außenborder, sondern machen das mit dem Elektromotor einfach auf Stufe 5, 6. Und dann laufen die Cranks schön über Boden. Das machen wir jetzt mal die nächsten 100 Meter. Drei Teams fischen nun also auf Hecht. Wobei, eigentlich sind es sogar 3,5 Teams, denn bei Abu Garcia gibt es momentan Arbeitsteilung. Während Simon versucht, einen weiteren großen Barsch zu erwischen, wirft Freddy einen 14 cm Sick Flanker in Fire Tiger am 20 Gramm Jig, um in 6 bis 8 Meter Tiefe einen Hecht zu erwischen. Für die Reihenfolge in der Tabelle bleibt das ohne Konsequenzen. Trotzdem sind die hechtangelnden Kollegen neidisch auf diesen kleineren Essox.
Ich habe gerade in die WhatsApp-Gruppe geschaut. Simon und Freddy haben 64er Paiki gefangen. Das ist endlich ein bisschen Bewegung in WhatsApp-Gruppe bzw. in dem Tournament. Ja. Weil bei uns läuft gar nichts. Ja, bei allen anderen läuft eigentlich gar nichts. Das Ja. war jetzt seit langem mal der erste Fisch mal wieder, ne? 64 Points. Die könnten wir auch sehr gut gebrauchen, Mann. Nächster geht auf unsere Kappe. Hoffentlich. Damit haben die 2 Hechte. Nein, die haben einen, oder? Nee. Ja doch. Ewert hatte noch einen Ja. und Martin hatte einen. Ja. Das heißt, wir sind das einzige Team, das keinen Hecht hat. Richtig. Na, das ändern wir jetzt. Sollen wir mal unsere Power Hour in Anspruch nehmen? Ich glaube, wir kommen dabei. Weil hier, das ist geile Kante. Gerade so 4 Meter, halb Meter. Boah, ist das bitter, ey. Schwierige Entscheidung. Das kostet mich richtig Überwindung, Gregor. Was ich auch, ich weiß. Aber irgendwas muss man machen. Schleppen ist effektiv, macht uns persönlich nicht so viel Spaß. Aber ich glaube, wir kommen da nicht drum rum. Ich mache den kleinen Crank von gestern. Kleine Crank vor Tank. Hoffentlich kommt der Tank. Davon kommt die Name. Wir brauchen zumindest ein kleines Tank. Ja. Kleiner Panzer. Ein kleiner. Ja, ich kratze jetzt mit dem Crank schön über den Boden. Jetzt kann ich auch ein bisschen animieren. Heute Nacht tatsächlich war der Temperatursturz. Regen hat es abgekühlt. Jetzt, Alter. Schienenbiss. Temperatursturz, Wasser, Sauerstoff ist mehr in Wasser. Die haben heute Morgen sich die Bäuche vollgeschlagen, haben wir gesehen. Und jetzt seit Mittag liegen die alle auf dem Couch und machen nichts. Ich habe so gehofft, dass wir nicht das machen müssen. Aber ist wie es. Fisch. Aber was Kleines. Ne, das ist Barsch. Mini-Barsch? Ja, der Aber Fisch. Aber Fisch. Komm her. Ja, aber der Crank vor Tank hat wieder geliefert beim Schleppen. Ja. Okay, den brauchen wir. Den brauchen wir wirklich nicht. Den brauchen wir nicht messen. Trotzdem gut. Machen wir einen Quick Release. Kleiner, aber feiner. Ein bisschen noch ranwachsen. Ciao. Wir sind gerade jetzt hier drüber gefahren. Genau an der Kante entlang Richtung Flachwasser geworfen, aber auf einmal auf dem Echo ein paar Fische entdeckt. Ich werfe einfach mal nach hinten und gucken, ob es vielleicht Barsche sind. Oh, der ist besser. Nein, ab. Fuck! Der war besser, ne? Ja. Fuck. Auf Deraku? Ja. Ich hab's leider, ich hab Dreck, aber jetzt kommt viel Fisch. Viel Futterfisch. Ah. Wir haben uns, kann das sein? Ja, das ist das. Ah, okay. Ich wollte auch sagen, bei mir fühlt sich's komisch an. Also, das Die Schleppprofis haben zugeschlagen. Ah, gut. Jetzt das muss man jetzt zuerst. Ey, Leute. Wir unterbrechen die Power Hour für ein bisschen Tüdelei. Mann. Während Hybrida nun mit Enthedderungsarbeit zu tun hat, hadert Truman mit den letzten Spotwechseln. We need to do something. The last 5. Hey. What a disappointing afternoon. Yeah, but I think we did Yeah, it's- too much. Huh? I think we did too much. No. We should go. We should have gone for pike. I think No. all the way. I think we did what we could to, Of course. because look at the other teams. Nobody catches fish. Yeah, but that's not us. No, but We always catch, my friend. yeah, but it means that the biting is like off, completely off. If we didn't catch fish and all the other teams had, then you can blame yourself. Jo. Du auch? Ja, oder hast du mich? Weiß ich nicht. Du hast wahrscheinlich mich gefangen mal wieder. Weil ich spüre meine Köder nicht. Ich auch nicht. Ja, jetzt Ja. ist die. Ja. Also, Wir sind so richtige die Schleppprofis. Profis am Werk.
Das macht einfach keinen Sinn. Es tut mir leid. Ja, den Knoten musst du neu machen. So, das ist das Einfachste. Wirklich. Juhu. Hashtag Profis. Wer solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. So, jetzt weißt ihr, liebe Zuschauer, wie man nicht schleppen soll. Wenn man keinen Plan davon hat. Ja, wir machen Guiding bei Herbert. Genau, wir gehen Kurs. zur Schule. Gibt der Schleppkurse? Vermutlich. Ich habe mir selten so sehr ein Hecht gewünscht wie jetzt. Das ist immer so, ne? Du bist immer so ein Problemkind. Jetzt. Guter Fisch? Ja, weiß ich noch nicht. Lange nichts mehr gedrillt. Aber ich glaube, es ist besser. Nope. Der kommt bei weitem nicht dran. Also zurück. Haben wir was verloren? Oh, nicht. Irgendwas Rotes? Ja. Keine Ahnung. Oder nur Müll. Aber auch Müll kann man mitnehmen. Was ist das? Weintrauben? Ah, irgendwelche Bojenkette oder sowas. Keep the rivers clean, sag ich nur. Komm, bringt Karma-Punkte. Ja, das ist Seil. Und das ist so ein Seil, wenn da ins Motorschraube geht. Gefährlich. Du, da hängt was dran. Ja. Das ist Anker, glaube ich, oder so. Okay. Hat jemand Anker verloren? Ja, wirklich? Das ist eine echte Reuse. Kein Witz. Weiß nicht. Berufsfischer oder was? Das ist nicht markiert. Sowas dürfte überhaupt nicht da sein. Das dürfte nicht. Das ist ja auch mordsgefährlich, wenn einer mit dem Außenborder im Seil hängen bleibt. Ja, was machen wir mit dem Scheiß? Ich würde sagen, wir bringen das einfach ans Ufer. Ja, wir spacken das hier. Das kostet Schau mal, aber da sind irgendwelche Köderfische drin. Ich glaube, das hat jemand extra ausgelegt. Also jetzt vor kurzem. Das ist nicht legal, glaube ich zumindest. Hey, lass uns das ans Ufer bringen einfach. Team Hybrida tut etwas für die Gewässerökologie. Abo erreicht den letzten Spot des Tages. Freddy und Simon versuchen nun auf 7 bis 9 Metern Wassertiefe noch einen großen Barsch zu fangen. Auch die anderen Teams werden den Platz heute nicht mehr wechseln. We arrived at a new location. We moved a little bit. Right here is a little bit deeper part again. Let's say between 7 and 9 meters where we are now. In the training, found a few perch here. Well, the little training that I did. Freddy, you didn't train here at all. How does that feel to fish Awesome, here? awesome, perfect. Let's go, let's grab them. Yeah, we just fish around a little bit, see what happens. And we know that the fish is around, so let's make some cast here. Führen jetzt unsere Fischerei fort. Wir haben diese fette Reuse beim Hafenmeister abgegeben. Der war auch der Meinung, dass das nichts im Wasser verloren hat. War da aber jetzt sich auch nicht so ganz sicher. Waren wir uns bis zum Schluss eigentlich auch nicht. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich kenne es nur aus Deutschland, Rügen. Also wenn da die Berufsfischer ihre Netze und Reuse aufstellen, dann sind die deutlich markiert mit Flaggen oder irgendwelchen Stangen. Aber das Ding, da waren so ganz kleine Styroporkügelchen dran. Saugefährlich, wenn man da mit dem Außenborder komplett drüber rast. Hat uns jetzt Angelzeit gekostet, Gregor. Ist halt so, aber ja. Den Fischen zuliebe, der Umwelt zuliebe, das Ding musste einfach raus, ist einfach so. Ihr könnt eures Kommentar da unten schreiben, was ihr meint dazu. Gefährlich, ungefährlich? Richtig, das war falsch. Direkt in Fahrrinne Ja, direkt in der Fahrrinne hat das Ding definitiv nichts zu suchen. Power Hour ist vorbei, Gregor. Ja. Okay. Na gut, dann machen wir die restlichen paar Minuten einfach werfen. Ja. Casting, Casting, Casting. Casting, Casting, Casting. Ich schwitze so, ne? Ist nicht nur, weil es so warm ist, sondern die Spannung ist greifbar. Fisch. Besser? Ja. Pike. Gibt's nicht. Kann mir nichts wahr sein. Gleich große wie heute Morgen. Schade. Vielleicht der nächste. Au. Und mal wieder leider zu klein.
Besser? Ja. Wieder ein kleiner Barsch. Auch der ist leider nicht groß genug. Fisch ab. Unglaublich. Der nächste. Also. There, fish. I saw the bite. Net. It's in the weeds, it's in the weeds. Yeah, here it comes. Net it. Yes! Yes! Woo! Boy! Ah, nice. So nice. Oh yes, that's a really nice perch. Yeah, man. Yeah, man. Fisch. Jawohl, Sascha. So. 33,5. Upgrade auf 34. Um 1 cm. Also. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und ja, wir springen von Zentimeter zu Zentimeter. Aber was soll's. Die letzten beiden Fische des Tages gehen an Abu Garcia und Stroft. Erst holt sich Simon einen 43er Barsch auf einen Pulse Springtail in Holo Perch, dann sorgt Sascha mit einem kleinen Upgrade für Stroft für den Schlusspunkt. Die Tabelle bietet reichlich Spannung für den zweiten Tag, denn alle 4 Teams konnten heute tolle Barsche fangen. Hybride hat wegen des Meterhechts momentan die besten Chancen aufs Weiterkommen und Stroft mit nur einer Fischart aktuell die größte Aufgabe. Doch noch ist für alle 4 Teams wirklich alles drin, wenn es in der Zone Ost ums Halbfinale geht. Was halten die Angler von diesem abwechslungsreichen Angeltag? Wir hören rein. It's time. Is it? Yeah. It's over. It's over. For this episode. Yeah, but hey, we had a couple of hours with action. But Yeah. it was tough. Really, It was really so tough. strange that the afternoon didn't gain anything. But that's fishing. Yeah, but it was also for the other teams. So. Yeah, but I'm so stupid, so I'm thinking it's gonna strike anyway. But Yeah, but you need to keep up the mojo and the motivation, otherwise. yeah, but the motivation. Hey, No, but I mean. it's no problem for that. No, but I mean you must expect Of a course, strike every cast. of course. Well, it is what it is, my friend. Thanks for today. Yeah, it was a tough afternoon, but we will be back with more power for Hollands Deep. See you on 3rd episode, guys. Bye bye. All right, Freddy, first day is over. Yeah, was not so easy, but we had some good perch. Yep. Got the pike that we needed. Pretty tough, but it looks like everybody had it quite tough, so that's good. Yeah, In our the conditions advantage. were not so easy today. Yeah, We yeah, knew yeah. that before, so for that we are it's okay. Yeah, tomorrow is a new day, and we focus on the Zanders mainly. Yeah. So follow us. See you next time. Alter Schwede. Was soll ich sagen? Das war eine harte Nuss. Grandios gestartet, dann Wirklich. auch grandios nachgelassen, ne? Also okay, keine Ahnung, wir hätten ja jetzt noch weiter Barsche fangen können, aber die Hechte haben uns echt hängen lassen. Nicht so nett. Nicht in der Stückzahl, aber in der Größe. Ich meine, wir hatten 6 Hechte und die waren alle zwischen 37 und 39. Ja, ungefähr, roundabout. Habe ich noch nie erlebt, sowas hier. Aber steckst du nicht drin. Du kannst dich entscheiden, was am Ende des Hakens hängt. Und ja, jetzt liegt es daran, am zweiten Tag das Ganze besser zu machen. Ich gehe jetzt erstmal in die Eistonne, weil mittlerweile ist es super heiß geworden, ich schwitze auch. Aber
Beim nächsten Mal sehen wir uns auf meinem Lieblingsgewässer, auf dem HD. Und da habe ich richtig Bock drauf. Du auch? Mal gucken, wie das wird. Ich bin gespannt. Die Aktion mit Hafenmeister hat uns sehr viel Zeit gekostet. Wir müssen noch, ich glaube, in Reglement was nachhaken. Ob 10 Minuten länger kann er mal jetzt weitermachen. Gregor, ich glaube, wir können jetzt 2 Stunden weitermachen. Und nee, das lohnt nicht. Wird nichts Leute, passieren. wir sind am Ende. Ja. Also wirklich. Wir sind durch. Ja, Mann, man steckt nicht drin. Nee, da steckst nicht drin. Wir sind am Ende unseres Latein. Was haben wir immer gesagt, was wir können auf jeden Fall, das ist Hechtangeln. Und ja, das hat wirklich nicht funktioniert. Aber letztendlich sind wir zufrieden mit dem Gesamttag. Nee, super. Tag Also, war super. doch. Aber morgens, Ja. also letzte Folge, war wirklich gut. Und jetzt, naja gut, Ja. ausbaufähig. Ja. Gut, morgen neue Gewässer. Und haben wir noch Zeit, die 2 Zander zu fangen und einen Hecht. Weil das brauchen wir, um Vollkart zu machen. Genau. Da mit dem Ergebnis sind wir jetzt mehr als zufrieden. Genau. Weil echt, die Fische haben richtig Bock gemacht. Richtig tolle Barsche. Und wir haben wirklich viel Spaß gehabt heute. Ja. So, wir sehen uns in nächster Folge. Bis dahin. Wir sind raus. Ciao. Das war's. Ein Grundstein für ein spannendes Rennen an Tag 2 ist mehr als gelegt. Doch am Sonntag um 18 Uhr geht es erstmal mit Gruppe A weiter. In den kommenden 2 Folgen zeigen wir euch, welche 2 Boote aus der Gruppe A, also mit Nace, LMAB, Rapala und Hearty Rice, das Halbfinale erreichen. Wir freuen uns über Likes und Kommentare und hoffen, dass euch die Folge trotz des fehlenden Originalmaterials bei Abu Garcia gefallen hat. Ab Sonntag dann alles wieder wie gewohnt. Ciao.